Heute präsentieren wir Ihnen eine zu 100% diabetikerfreundliche Hauptspeise. 2 Portionen Rindfleisch mit spezieller Soße und Blumenkohlpüree. Dieses köstliche, diabetikerfreundliche Gericht enthält insgesamt nur 4,3 Gramm verwertbare Kohlenhydrate. Es ist äußerst gesund, nahrhaft und beeinflusst den Blutzuckerspiegel nicht. Warum haben wir also Blumenkohlpüree statt klassischem Kartoffelpüree gewählt? Vergleichen wir beide Pürees miteinander. Wie Sie auf dem Bildschirm sehen, sind der glykämische Index, die glykämische Last und der Anteil der verwertbaren Kohlenhydrate beim Kartoffelpüree sehr hoch. Das macht Kartoffelpüree für Diabetiker praktisch ungeeignet. Unser leckeres Blumenkohlpüree hingegen ist in jeder Kategorie sehr unbedenklich. Deshalb können wir Ihnen Blumenkohlpüree mit gutem Gewissen empfehlen. Dieses Rezept empfehlen wir nicht nur für Menschen mit Diabetes oder Prädiabetes, sondern auch für alle, die sich ketogen ernähren, abnehmen möchten oder einfach Wert auf eine gesunde Ernährung legen. Legen wir los! Wenn Ihnen unser Video gefällt, geben Sie uns bitte ein Like und abonnieren Sie unseren Kanal. Im Beschreibungsteil finden Sie außerdem die Zutatenliste und alle Zubereitungsschritte. Wir beginnen mit der Zubereitung des Blumenkohlpürees. Wir nehmen 750 Gramm mittelgroßen Blumenkohl und schneiden ihn in kleine Stücke. Nach dem Putzen beträgt das Gewicht des zu kochenden Blumenkohls 685 Gramm. Setzen Sie den Dämpfeinsatz in den Topf und geben Sie so viel kochendes Wasser hinzu, dass der Boden des Einsatzes bedeckt ist. Schalten Sie den Herd ein. Legen Sie nun die Blumenkohlstücke in den Topf. Verschließen Sie den Deckel. Beginnen Sie mit dem Dämpfen. Nach etwa 15 bis 20 Minuten prüfen Sie mit einer Gabel, ob der Blumenkohl gar und vollständig weich ist. Nehmen Sie ihn aus dem Topf und gießen das restliche Wasser ab. Geben Sie den gekochten Blumenkohl nun in eine Küchenmaschine und pürieren Sie ihn, bis eine glatte Masse entsteht. Wenn Sie möchten, können Sie auch die Butter in diesem Schritt hinzufügen. Machen wir weiter. Geben Sie 4 Esslöffel Sahne in den Topf, erhitzen und rühren Sie. Kurz darauf beginnt die Sahne zu kochen. Jetzt geben Sie das Blumenkohlpüree hinzu und rühren weiter. Fügen Sie 20 Gramm Butter hinzu. Danach ein Teelöffel Salz und weiter umrühren. Wir haben auch einen geheimen Helden, die Muskatnuss. Reiben Sie mehr als eine halbe Muskatnuss hinein und geben Sie sie zum Püree. Fügen Sie etwas weniger als einen Teelöffel schwarzen Pfeffer hinzu und rühren Sie weiter. Wir schalten den Herd aus. Eine weitere Garzeit ist nicht mehr nötig. Das Püree ist jetzt völlig homogen geworden. Wir stellen es zum Ruhen beiseite. Jetzt ist es Zeit, das Fleisch vorzubereiten und zu braten. Legen Sie das Fleisch auf das Schneidebrett. Wir haben 2 Stück Rinderkeule, jedes etwa 300 Gramm schwer. Natürlich können Sie auch andere Fleischsorten und Garmethoden wählen, wenn Sie möchten. Würzen Sie jedes Stück mit Salz und schwarzem Pfeffer. Besprühen Sie es anschließend leicht mit Olivenöl. Massieren Sie das Fleisch kurz mit den Händen ein. Wiederholen Sie denselben Vorgang auf der anderen Seite der Steaks. Erhitzen Sie nun die Gusseisenpfanne auf dem Herd. Wenn Sie keine Gusseisenpfanne haben, können Sie auch eine Edelstahl- oder Teflonpfanne verwenden. Sprühen Sie eine kleine Menge Olivenöl in die Pfanne. Für zusätzlichen Geschmack geben wir 2 Knoblauchzehen hinzu. Sobald die Pfanne gut erhitzt ist, legen Sie die Steaks hinein. Wir möchten hier ein medium-rare Steak, also innen rosa und saftig, zubereiten. Deshalb braten wir eine Seite 1 Minute lang scharf an, dann die andere Seite 3 Minuten.
Anschließend wenden wir erneut und braten die erste Seite weitere 2 Minuten. Die gesamte Garzeit beträgt 6 Minuten. Das Fleisch ist nun fertig. Nehmen Sie es aus der Pfanne und lassen Sie es etwa 5 Minuten ruhen. In der Zwischenzeit beginnen wir mit der Zubereitung der Soße. Sie sehen alle Zutaten für die Soße gemeinsam auf dem Bildschirm. Nehmen Sie 80 Gramm Butter, in Würfel geschnitten und auf Zimmertemperatur. Verrühren Sie sie gründlich mit einem Spatel, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Dann fügen Sie einen Teelöffel Salz und eine Knoblauchzehe hinzu und rühren weiter. Die Mischung ist jetzt glatt und gleichmäßig. Nun hacken wir eine Handvoll frische Petersilie fein. Wir verwenden die Petersilie, um der Soße Geschmack und Ballaststoffe zu geben. Stellen Sie die gehackte Petersilie beiseite. Stellen Sie nun einen kleinen Soßentopf auf den Herd und schalten Sie die Hitze ein. Geben Sie die Buttermischung hinein und rühren Sie weiter, bis sich am Rand Schaum bildet. In dieser Zeit verteilt sich das Knoblaucharoma vollständig in der Mischung. Fügen Sie 3/4 eines Teelöffels Currypulver hinzu und rühren Sie etwa 30 Sekunden weiter, damit sich das Aroma entfalten kann. Jetzt verfeinern wir unsere Soße weiter mit Gewürzen. Die Art und Menge der Gewürze können Sie nach Ihrem persönlichen Geschmack anpassen. Wir geben einen Teelöffel Thymian hinzu, einen Teelöffel getrocknetes Basilikum, einen Teelöffel getrockneten Estragon, den Abrieb einer halben Zitrone, einen Teelöffel Zitronensaft und 2 Teelöffel Worcestershire Sauce. Dann fügen wir einen Teelöffel scharfen Senf hinzu und rühren kräftig eine weitere Minute lang. Sie werden dem wunderbaren Duft kaum glauben, der dabei entsteht. Jetzt geben wir die gehackte Petersilie in unsere Soße. Fügen Sie 50 Milliliter, also 2 Esslöffel, Sahne hinzu und rühren weiter. Da die Soße nun einzudicken beginnt, geben wir ein paar Esslöffel heißes Wasser hinzu und rühren weiter. Die Soße beginnt zu kochen. Rühren Sie weiter, bis Sie die für Sie perfekte Konsistenz erreicht haben. Und schalten Sie dann den Herd aus. Rühren Sie danach noch kurz weiter. Nun ist es Zeit zum Anrichten. Die Portion Püree auf dem Teller wiegt etwa 130 Gramm. Legen Sie das Steak daneben. Und jetzt kommt der heimliche Held dieses Gerichts, die Soße. Mit ihrer Farbe, ihrem Duft und ihrem Aussehen verleiht sie dem Gericht den letzten Schliff. Geben Sie etwa 3 Esslöffel davon über das Fleisch. Bereiten Sie den zweiten Teller auf die gleiche Weise zu. Ohne auf Geschmack zu verzichten, haben wir ein gesundes und zu 100% diabetikerfreundliches Gericht zubereitet. Bevor wir anfangen zu essen, genießen wir für einen Moment diesen schönen Anblick. Guten Appetit! Auf unserem Kanal Diabetes Köche zeigen wir Ihnen weiterhin zu 100% diabetikerfreundliche Rezepte und teilen zu jedem Gericht auch die entsprechenden Nährwerte mit. Es ist immer gut zu wissen, was man isst. Wir werden Ihnen viele Wege zeigen, wie man gesund essen kann, ohne auf Genuss zu verzichten. Vergessen Sie nicht, das Video zu liken, unseren Kanal zu abonnieren und einen Kommentar zu hinterlassen. Ihre Kommentare und Ihre Unterstützung bedeuten uns sehr viel. Bis zum nächsten Rezept. Bleiben Sie gesund und alles Gute.